Einen Handwerker rufen. In Annas Wohnung ist der Wasserhahn in der Küche kaputt und sie ruft einen Klempner an. Guten Tag, Guten Tag, Firma Wasserbau. Wie kann ich helfen? mein Name ist Anna Müller. Ich habe ein Problem in der Küche. Was ist denn genau passiert? Der Wasserhahn ist kaputt und tropft sehr stark. Haben Sie das Wasser schon abgedreht? Ja, ich habe das Ventil unter der Spüle geschlossen. Sehr gut. Seit wann tropft der Hahn? Seit gestern Abend ist es ganz schlimm geworden. Wissen Sie, wie alt der Wasserhahn ist? Nein, ich wohne hier erst seit 2 Monaten. Okay, ich muss mir das vor Ort ansehen. Wann haben Sie Zeit, vorbeizukommen? Passt es Ihnen heute Nachmittag um 15 Uhr? Ja, da bin ich zu Hause. Wie ist Ihre Adresse? Hauptstraße Nummer 45. Im 3. Stock. Und Ihr Nachname ist Müller? Genau, Anna Müller. Alles klar, Frau Müller. Ich komme um 15 Uhr. Wie viel kostet die Anfahrt? Die Anfahrt kostet pauschal 30 Euro. Und der Stundenlohn für die Arbeit? Das sind 60 Euro pro Stunde plus Material. Können Sie mir eine Rechnung ausstellen? Natürlich, wir schreiben immer eine offizielle Rechnung. Das ist wichtig für meinen Vermieter. Ja, oft bezahlt der Vermieter solche Reparaturen. Soll ich ihm vorher Bescheid sagen? Das wäre besser, falls es teuer wird. Okay, ich rufe ihn sofort an. Gut, haben Sie sonst noch Probleme mit dem Wasser? Nein, im Bad funktioniert alles perfekt. Wunderbar, dann bis später um 15 Uhr. Muss ich bar bezahlen? Nein, Sie können bequem per Überweisung zahlen. Das ist sehr praktisch für mich. Haben Sie eine Telefonnummer für Rückfragen? Ja, meine Nummer ist 0176 1122 3344. Danke, ich hab's notiert. Brauchen Sie spezielles Werkzeug? Nein, ich habe alles im Auto dabei. Super, dann bis heute Nachmittag. Bis dann, Frau Müller. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Um 15 Uhr. Hallo, kommen Sie bitte rein. Hallo, zeigen Sie mir bitte die Spüle. Hier ist der kaputte Hahn. Oh ja, die Dichtung ist komplett kaputt. Können Sie das sofort reparieren? Ja, ich habe eine passende Dichtung dabei. Wie lange wird das dauern? Ungefähr 20 Minuten, nicht länger. Das ist toll, vielen Dank. Bei der Kfz-Werkstatt. TÜV und Reifenwechsel. Ben bringt sein Auto in die Werkstatt, weil er den TÜV erneuern muss und Winterreifen braucht. Guten Morgen. Guten Morgen, wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe einen Termin für den TÜV. Ah ja, für den blauen VW Golf? Genau, das ist mein Auto. Haben Sie den Fahrzeugschein dabei? Ja, hier ist das Dokument. Danke. Die Inspektion machen wir auch direkt mit. Ja, das ist eine gute Idee. Wann wurde der letzte Ölwechsel gemacht? Das war vor etwa einem Jahr. Dann sollten wir das Öl heute auch tauschen. Okay, machen Sie das bitte. Brauchen Sie sonst noch etwas? Ja, ich brauche auch neue Reifen für den Winter. Möchten Sie ein Angebot von uns? Ja, bitte. Sie sollten sicher sein, aber nicht zu teuer. Wir haben gute Reifen von Continental im Angebot. Was kosten 4 Reifen inklusive Montage? Das kostet insgesamt 400 Euro. Okay, das ist in Ordnung für mich. Wann ist das Auto fertig? Das wollte ich Sie gerade fragen. Morgen Nachmittag um 16 Uhr. Oh, ich brauche das Auto eigentlich heute Abend.
Das schaffen wir leider nicht, wegen des TÜV-Prüfers. Der Prüfer kommt erst morgen früh? Ja, er ist immer mittwochs bei uns im Haus. Verstehe. Kann ich einen Leihwagen haben? Ja, wir haben einen kleinen Ersatzwagen frei. Was kostet der Leihwagen pro Tag? Für unsere Kunden kostet er nur 20 Euro. Das nehme ich gerne an. Bitte unterschreiben Sie hier den Mietvertrag. Hier ist meine Unterschrift. Soll ich Sie anrufen, wenn das Auto fertig ist? Ja, bitte unter dieser Nummer hier. Alles klar, Herr Ben. Wir melden uns. Gibt es Probleme mit den Bremsen? Das sehen wir bei der Prüfung. Hoffentlich kommt das Auto durch den TÜV. Ich bin optimistisch. Der Wagen sieht gut aus. Danke. Wo steht der Leihwagen? Direkt vorne an der Einfahrt. Hier ist der Schlüssel für meinen Golf. Danke. Bis morgen dann. Bis morgen. Einen schönen Arbeitstag noch. Danke. Ihnen auch eine gute Fahrt. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ein Elterngespräch im Kindergarten. Lisa spricht mit der Erzieherin über die Entwicklung ihres Sohnes Leo im Kindergarten. Guten Tag, Frau Bauer. Guten Tag, Frau Nguyen. Kommen Sie rein. Danke. Haben Sie kurz Zeit für mich? Ja, wir wollten sowieso über Leo sprechen. Gibt es Probleme mit ihm? Nein, gar nicht. Leo ist ein sehr liebes Kind. Das freut mich zu hören. Er spielt sehr viel mit den anderen Kindern. Hat er schon Freunde gefunden? Ja, er spielt oft mit Lukas und Sarah. Wie klappt es mit der deutschen Sprache? Er lernt sehr schnell und versteht fast alles. Sprechen Sie viel Deutsch mit ihm? Ja, den ganzen Tag über. Das ist gut. Zu Hause sprechen wir Vietnamesisch. Das ist kein Problem. Zweisprachigkeit ist toll. Ist er mittags gut im Kindergarten? Ja, er probiert fast alles und hat guten Appetit. Schläft er auch beim Mittagsschlaf? Meistens ruht er sich nur aus, aber er ist ruhig. Braucht er noch Windeln? Manchmal hat er noch kleine Unfälle, aber es wird besser. Wir üben das am Wochenende auch zu Hause. Sehr gut, das hilft ihm sehr. Gibt es etwas, das er nicht so gerne macht? Er mag das Aufräumen nach dem Spielen nicht so. Oh je, das macht er zu Hause auch ungern. Das ist normal in seinem Alter. Nächste Woche haben wir ein Sommerfest, oder? Ja, am Freitag ab 15 Uhr. Sollen wir Eltern etwas mitbringen? Ein Kuchen oder etwas Obst wäre toll. Ich kann einen vietnamesischen Kuchen backen. Oh ja, das ist eine super Idee. Brauchen Sie noch Hilfe beim Aufbau? Wenn Sie Zeit haben, gerne ab 14 Uhr. Ich schaue, ob ich früher von der Arbeit weg kann. Das wäre sehr nett von Ihnen. Danke für das nette Gespräch, Frau Bauer. Gerne, Frau Nguyen. Leo bereichert unsere Gruppe. Das ist schön zu wissen. Einen schönen Tag noch. Danke, gleichfalls. Bis morgen früh. Bis morgen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Einen Handwerker rufen. In Annas Wohnung ist die Heizung kaputt. Sie ruft einen Notdienst an. Guten Tag, mein Name ist Anna Müller. Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Meine Heizung funktioniert leider nicht mehr. Ist die Heizung ganz kalt? Ja, sie wird überhaupt nicht warm. Kommt Wasser aus dem Heizkörper? Nein, es tropft nichts. Sie ist nur kalt. Haben Sie auch kein warmes Wasser? Doch, das Wasser im Bad ist warm. Dann liegt es wohl an der Pumpe oder dem Thermostat. Können Sie heute noch vorbeikommen? Es ist heute sehr viel los. Aber es ist draußen sehr kalt. Ich verstehe. Wo wohnen Sie genau? Ich wohne in der Schillerstraße 5. Das ist im Stadtzentrum, richtig? Ja, genau im 2. Stock. Ich kann gegen 17 Uhr kommen. Das wäre wirklich sehr nett von Ihnen. Wie war Ihr Name nochmal? Müller. Okay, Frau Müller. Sind Sie zu Hause?
Ja, ich warte hier auf Sie. Haben Sie einen Schlüssel für den Keller? Nein, den hat der Hausmeister. Bitte rufen Sie den Hausmeister kurz an. Warum braucht man den Keller? Ich muss vielleicht an die zentrale Heizung im Keller. Alles klar, ich frage ihn sofort. Die Anfahrt kostet pauschal 40 Euro. Was kostet die Anfahrt? Oh, das wollte ich auch gerade fragen. Genau. Und der Stundenlohn für die Arbeit? Das sind 60 Euro pro Stunde. Ist das inklusive Mehrwertsteuer? Ja, das ist der Endpreis. Muss ich sofort bar bezahlen? Sie können auch auf Rechnung bezahlen. Das ist gut. Ich habe wenig Bargeld. Kein Problem. Ich schicke die Rechnung. Brauchen Sie meine Telefonnummer? Ja, bitte geben Sie mir Ihre Nummer. Meine Nummer ist 0176 123 4567. Gut, ich rufe an, wenn ich da bin. Vielen Dank für die Hilfe. Gerne. Bis später, Frau Müller. Bis später. Tschüss. Auf Wiederhören. Ein Vorstellungsgespräch für einen Minijob. Ben hat ein Vorstellungsgespräch für einen Job als Aushilfe im Supermarkt. Guten Tag, ich habe einen Termin. Guten Tag. Sind Sie Herr Ben Schneider? Ja, genau. Wir haben telefoniert. Schön, dass Sie da sind. Kommen Sie rein. Vielen Dank für die Einladung. Setzen Sie sich bitte. Möchten Sie Wasser? Nein, danke. Alles gut. Erzählen Sie etwas über sich. Ich studiere hier in Deutschland. Was studieren Sie denn? Ich studiere Wirtschaft an der Uni. Haben Sie schon mal im Verkauf gearbeitet? Ja, in meinem Heimatland im Supermarkt. Das ist sehr gut für uns. Ich kenne mich mit der Kasse aus. Wir suchen jemanden für das Wochenende. Das passt mir zeitlich sehr gut. Können Sie auch am Samstagabend arbeiten? Ja, das ist kein Problem für mich. Wie viele Stunden dürfen Sie arbeiten? Maximal 20 Stunden pro Woche. Für einen Minijob sind es etwa 10 Stunden. Das ist perfekt für mein Studium. Wie gut ist Ihr Deutsch? Ich habe das B1-Zertifikat gemacht. Sie sprechen sehr gut und deutlich. Danke, ich lerne jeden Tag dazu. Wann können Sie bei uns anfangen? Ich könnte schon nächsten Montag starten. Haben Sie eine Arbeitserlaubnis? Ja, sie steht in meinem Visum. Bitte bringen Sie eine Kopie davon mit. Mache ich. Wie hoch ist der Lohn? Wir zahlen den Mindestlohn von 12,41 € oder 13 Euro pro Stunde. Gibt es auch Urlaubstage? Ja, das ist gesetzlich geregelt. Das ist gut. Haben Sie noch weitere Fragen? Muss ich eine Uniform tragen? Wir geben Ihnen ein T-Shirt mit Logo. Alles klar, das ziehe ich gerne an. Gut, ich melde mich morgen bei Ihnen. Ich freue mich auf Ihre Antwort. Haben Sie meine E-Mail-Adresse? Ja, die habe ich aus der Anzeige. Super. Dann bis morgen, Ben. Vielen Dank, einen schönen Tag noch. Danke. Ihnen auch. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ein Paket beim Nachbarn abholen. Lisa hat ein Paket verpasst. Der Postbote hat es bei einem Nachbarn abgegeben. Hallo? Hallo? Wer ist da? Guten Tag. Ich bin Lisa Müller von oben. Ah, die neue Nachbarin. Hallo Lisa. Entschuldigung, haben Sie ein Paket für mich angenommen? Ja, der Postbote war heute Mittag hier. Oh, das ist toll. Vielen Dank. Kein Problem, ich war sowieso zu Hause. Ich war leider in der Universität. Moment, ich hol das Paket kurz. Ist es ein großes Paket? Nein, es ist eher klein und leicht. Das müssen meine neuen Schuhe sein. Herr kommt mit dem Paket zurück? Hier ist es. Danke. Muss ich etwas unterschreiben? Nein, ich habe schon beim Postboten unterschrieben. Das ist wirklich sehr nett von Ihnen.
Wir Nachbarn helfen uns hier immer. Wie heißen Sie eigentlich? Ich heiße Herr Wagner. Freut mich, Herr Wagner. Wohnen Sie schon lange in Deutschland? Nein, erst seit 3 Monaten. Gefällt es Ihnen hier im Haus? Ja, es ist sehr ruhig und sauber. Das stimmt, wir achten sehr darauf. Ich habe eine kleine Packung Pralinen für Sie mitgebracht. Oh, das wäre doch nicht nötig gewesen. Doch, als Dankeschön für das Paket. Vielen Dank, das ist sehr aufmerksam. Haben Sie auch eine Katze? Ich höre ein Miauen. Ja, das ist meine Katze Mimi. Ich liebe Katzen. Wie Sie's? Möchten Sie kurz reinkommen und sie sehen? Heute leider nicht. Ich muss noch lernen. Vielleicht ein anderes Mal auf einen Kaffee? Ja, sehr gerne. Am Wochenende. Gut, dann klopfen Sie einfach mal an. Das mache ich. Danke nochmal, Herr Wagner. Gerne. Einen schönen Abend noch, Lisa. Danke, Ihnen auch. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ein Fahrrad gebraucht kaufen. Sophie möchte ein gebrauchtes Fahrrad kaufen und trifft sich mit dem Verkäufer auf der Straße. Hallo, sind Sie der Verkäufer von eBay Kleinanzeigen? Hallo, ja, ich bin Thomas. Hallo Thomas, ist das Fahrrad aus der Anzeige? Genau, das ist das Mountainbike. Es sieht auf den Fotos neuer aus. Es ist 3 Jahre alt, aber gut gepflegt. Funktionieren die Bremsen einwandfrei? Ja, die Bremsen habe ich erst im Mai prüfen lassen. Darf ich eine kurze Probefahrt machen? Natürlich, fahren Sie einfach die Straße runter. Nach der Fahrt, die Schaltung klemmt ein bisschen. Oh, das liegt vielleicht an der Kette. Haben Sie etwas Fahrradöl da? Ja, ich kann es gleich kurz ölen. Das wäre gut. Ist das Licht auch funktionstüchtig? Ja, das Licht funktioniert mit einem Dynamo. Haben Sie noch die Originalrechnung? Leider nein, ich habe es selbst gebraucht gekauft. Wie viel möchten Sie dafür haben? In der Anzeige steht 120 €. Das ist mir ein bisschen zu teuer. Was wäre denn Ihr Vorschlag? Würden Sie es für 90 € verkaufen? Das ist zu wenig, das Schloss ist auch dabei. Ist das ein Sicherheitsschloss? Ja, ein sehr stabiles Kettenschloss. Okay, sagen wir 100 €? Wenn Sie es sofort mitnehmen, ist das okay. Abgemacht. Hier sind 100 € in bar. Danke. Möchten Sie einen Kaufvertrag? Ja, zur Sicherheit wäre das besser. Ich habe ein Formular vorbereitet. Super, ich trage meine Daten ein. Vergessen Sie nicht, das Fahrrad zu registrieren. Wo kann man das machen? Bei der Polizei oder beim ADFC. Das schützt vor Diebstahl, richtig? Ja, oder es hilft beim Wiederfinden. Danke für den Tipp. Gern geschehen. Hier sind die Schlüssel für das Schloss. Wie viele Schlüssel gibt es? Es sind 2 Schlüssel dabei. Perfekt. Kann ich den Sattel höher stellen? Ja, brauchen Sie einen Inbusschlüssel? Ja, bitte, wenn Sie einen haben. Hier, bitte sehr. Danke, jetzt passt es genau. Dann wünsche ich gute Fahrt. Vielen Dank, Thomas. Tschüss und pass im Verkehr auf. Mach ich. Auf Wiedersehen. Ein Abo im Fitnessstudio kündigen. Max möchte sein Fitnessstudio-Abonnement kündigen, weil er in eine andere Stadt zieht. Guten Tag, ich möchte meinen Vertrag kündigen. Guten Tag. Das ist schade. Warum möchten Sie uns verlassen? Ich ziehe nächsten Monat nach Hamburg um. Ah, ein Umzug ist ein wichtiger Grund. Kann ich deshalb früher aus dem Vertrag raus? Ja, bei einem Umzug gibt es oft ein Sonderkündigungsrecht. Das ist eine Erleichterung für mich. Ich brauche aber einen Nachweis über den Umzug. Reicht eine Kopie des neuen Mietvertrags? Ja, oder die Anmeldebestätigung der neuen Stadt. Die bekomme ich erst nächste Woche. Kein Problem. Sie können sie per E-Mail schicken. Wie lange ist die Kündigungsfrist in diesem Fall? Meistens sind es 3 Monate ab dem Nachweis des Umzugs.
Muss ich dann noch 3 Monate bezahlen? Ja, so ist die gesetzliche Regelung. Kann ich meine Mitgliedschaft an jemand anderen übertragen? Ja, wenn Sie einen Nachfolger finden. Dann müsste ich nicht weiterzahlen. Genau, dann übernimmt die andere Person den Vertrag. Ich frage mal einen Freund. Er sucht ein Studio. Das wäre die schnellste Lösung für Sie. Muss die Kündigung schriftlich erfolgen? Ja, bitte unterschreiben Sie dieses Dokument hier. Soll ich das Datum von heute eintragen? Ja, bitte das heutige Datum. Bekomme ich eine Bestätigung? Ich stempel Ihnen eine Kopie ab. Was passiert mit meiner Mitgliedskarte? Die müssen Sie am letzten Tag am Empfang abgeben. Kann ich bis dahin noch trainieren? Natürlich, der Vertrag läuft ja noch. Gibt es eine Gebühr für die Kündigung? Nein, die Kündigung ist kostenlos. Vielen Dank für die freundliche Auskunft. Gerne. Alles Gute für den Umzug nach Hamburg. Danke, das ist eine schöne Stadt. Ja, aber sehr windig. Ha, das stimmt wohl. Haben Sie noch weitere Fragen zu Ihrem Konto? Wird der letzte Beitrag automatisch abgebucht? Ja, das machen wir wie immer per Lastschrift. Gut, dann muss ich nichts überweisen. Genau, wir erledigen das alles. Super, dann einen schönen Tag noch. Danke, Ihnen auch. Auf Wiedersehen. Ein Problem mit der Nebenkostenabrechnung. Anna spricht mit ihrem Vermieter, Herr Schmidt, weil die Heizkostenrechnung sehr hoch ist. Guten Tag, Herr Schmidt. Haben Sie einen Moment? Guten Tag, Frau Anna. Ja, worum geht es? Es geht um die Nebenkostenabrechnung für das letzte Jahr. Gibt es ein Problem mit den Zahlen? Ja, ich soll 400 € nachzahlen. Die Energiepreise sind leider stark gestiegen. Das weiß ich, aber der Verbrauch erscheint mir zu hoch. Haben Sie die Zählerstände am Heizkörper geprüft? Ja, ich habe sie mit meinen Notizen verglichen. Und gibt es eine Differenz? Ja, auf der Abrechnung steht ein höherer Wert. Das ist merkwürdig. Darf ich die Rechnung sehen? Hier ist das Dokument vom Messdienstleister. Ich sehe, was Sie meinen. Wurde der Zähler vielleicht falsch abgelesen? Das kann passieren, wenn es kein Funkzähler ist. Jemand war im Januar hier zum Ablesen. Ich werde die Firma sofort kontaktieren. Vielen Dank. Was mache ich mit der Zahlung? Bitte warten Sie erst einmal mit der Überweisung. Muss ich Widerspruch gegen die Rechnung einlegen? Ja, schreiben Sie mir bitte eine kurze E-Mail dazu. Reicht eine formlose Nachricht aus? Ja, schreiben Sie einfach, dass Sie die Prüfung wünschen und Widerspruch einlegen. Gibt es auch eine Erhöhung der monatlichen Vorauszahlung? Ja, ich wollte Sie um 30 € erhöhen. Können wir das erst klären, wenn die Rechnung korrigiert ist? Das ist vernünftig. Wir warten das Ergebnis ab. Danke für Ihr Verständnis, Herr Schmidt. Kein Problem. Fehler können überall passieren. Ich achte eigentlich sehr auf das Sparen von Energie. Das ist in der heutigen Zeit sehr wichtig. Ich heize nur, wenn ich wirklich zu Hause bin. Vielleicht ist auch ein Thermostat kaputt. Soll ich das mal prüfen lassen? Ja, mein Hausmeister kommt morgen sowieso ins Haus. Um wie viel Uhr kommt er? Wahrscheinlich gegen 10 Uhr morgens. Da bin ich in der Universität. Haben Sie einen Nachbarn, der ihn reinlassen kann? Ja, Frau Wagner hat einen Ersatzschlüssel. Gut, dann sage ich ihm Bescheid. Perfekt. Vielen Dank für die Hilfe. Gerne, wir klären das. Einen schönen Tag noch. Danke, gleichfalls. Ein Ticket für den Nahverkehr per App kaufen. Sarah ist an der Busanhaltestelle und weiß nicht, wie man die Fahrplan-App nutzt. Sie fragt Leon um Hilfe. Entschuldigung, kannst du mir helfen? Ja, gerne. Was ist das Problem? Ich möchte ein Ticket mit der App kaufen. Hast du die App schon heruntergeladen? Ja, aber ich finde das richtige Ticket nicht. Wohin möchtest du denn fahren? Ich muss zum Alexanderplatz. Das ist in der Zone A. Brauche ich eine Einzelfahrkarte?
Wenn du nur hinfährst, dann ja. Kostet das Ticket für Kurzstrecken weniger? Ja, aber nur für 3 Stationen mit der S-Bahn oder U-Bahn. Der Alexanderplatz ist weiter weg. Dann nimm die Einzelfahrt Berlin AB. Wie kann ich in der App bezahlen? Du kannst PayPal oder Kreditkarte wählen. Muss ich das Ticket vor dem Einsteigen aktivieren? Ja, du musst es vor der Fahrt entwerten oder aktivieren. Und wie zeige ich das Ticket bei einer Kontrolle? Du zeigst einfach den QR-Code auf deinem Handy. Was passiert, wenn mein Akku leer ist? Das ist ein Problem. Dann gilt das Ticket nicht und du musst ein Bußgeld zahlen. Oh, dann muss ich mein Handy schnell laden. Es gibt USB-Anschlüsse in den neuen Bussen. Das ist ja praktisch. Ja, die Technik hier ist ziemlich gut. Gibt es auch ein Tagesticket? Ja, das lohnt sich ab 3 Fahrten. Ich fahre heute Abend auch wieder zurück. Dann kauf lieber gleich die Tageskarte. Kann ich damit auch die U-Bahn nutzen? Ja, das Ticket gilt für Bus, S-Bahn und U-Bahn. Super, danke für die tolle Erklärung. Kein Ding. Guck mal, da kommt dein Bus. Oh, die 100, oder? Genau, der fährt direkt zum Alex. Muss ich vorne beim Fahrer einsteigen? In Berlin darfst du normalerweise an allen Türen einsteigen. Muss ich das Ticket dem Fahrer zeigen? Nein, nur beim Busfahrer, wenn du vorne einsteigst. Alles klar, ich habe es jetzt gekauft. Perfekt, das hat ja gut geklappt. Danke nochmal für deine Geduld. Gerne. Viel Spaß in der Stadt. Danke, dir auch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Sperrmüll anmelden. Tom hat alte Möbel und möchte wissen, wie er sie legal entsorgen kann. Er fragt seine Nachbarin, Frau Fischer. Guten Tag, Frau Fischer. Hallo Tom, wie geht es dir? Gut, danke. Ich habe eine Frage zum Müll. Möchtest du wieder etwas über die Tonnen wissen? Nein, ich habe ein altes Sofa und ein Regal. Das darf nicht in die normalen Tonnen. Das dachte ich mir. Wo muss das hin? Das nennt man hier Sperrmüll. Kann ich es einfach auf die Straße stellen? Nein, auf keinen Fall. Nur zum vereinbarten Termin. Bekomme ich dann eine Strafe? Ja, das kann sehr teuer werden. Was muss ich stattdessen tun? Du musst den Sperrmüll bei der Stadt anmelden. Geht das online oder muss ich anrufen? Beides ist möglich. Online ist es einfacher. Kostet die Abholung etwas? Das kommt auf die Stadt an. Oft ist eine bestimmte Menge pro Jahr kostenlos. Das ist ja ein toller Service. Du bekommst dann einen festen Termin. Wie lange muss ich auf den Termin warten? Meistens dauert es 2 bis 3 Wochen. Darf ich auch Elektrogeräte dazustellen? Ja, aber du musst sie extra angeben. Mein alter Fernseher ist nämlich auch kaputt. Den nehmen sie normalerweise auch mit. Wann muss ich die Sachen rausstellen? Am besten am Abend vor dem Termin oder ganz früh am Morgen. Und wo genau soll ich sie hinstellen? Direkt an den Gehweg vor das Haus. Muss ich dabei sein, wenn sie kommen? Nein, die Müllabfuhr kommt meistens sehr früh. Was passiert, wenn andere Leute etwas dazustellen? Das ist leider ein Problem in dieser Straße. Bin ich dann für deren Müll verantwortlich? Eigentlich nur für das, was du angemeldet hast, aber es kann Ärger geben. Ich werde die Liste sehr genau ausfüllen. Das ist klug. Brauchst du Hilfe beim Tragen? Das ist sehr nett, aber mein Freund hilft mir. In Ordnung. Viel Erfolg beim Ausmisten. Danke, Frau Fischer. Endlich habe ich mehr Platz. Ein aufgeräumtes Haus ist ein aufgeräumter Geist. Das ist ein schönes Sprichwort. Ja, das sagen wir hier oft. Schönen Tag noch. Tschüss, Tom. Einen Internetvertrag im Laden abschließen. Maria geht in einen Laden, um einen WLAN-Vertrag für ihre neue Wohnung abzuschließen. Guten Tag. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ich brauche Internet für meine neue Wohnung. Wissen Sie, welche Geschwindigkeit Sie brauchen?
Ich arbeite viel am Computer und schaue Filme. Dann empfehle ich Ihnen eine 100 Mbit-Leitung. Ist das eine Flatrate? Ja, Sie können unbegrenzt surfen. Wie viel kostet der Vertrag im Monat? Im ersten Jahr kostet er 19 Euro monatlich. Und danach? Ab dem zweiten Jahr sind es 39 Euro. Gibt es eine Mindestlaufzeit? Ja, der Vertrag läuft für 24 Monate. Kann ich den Vertrag auch monatlich kündigen? Es gibt auch Verträge ohne Mindestlaufzeit, aber dann ist er teurer. Nein, 2 Jahre sind okay für mich. Brauchen Sie auch einen Router? Ja, mein alter Router ist kaputt. Sie können einen Router für 5 Euro mieten. Kann ich ihn auch direkt kaufen? Ja, das kostet einmalig 120 Euro. Ich miete ihn lieber, das ist einfacher. Hinzu kommt eine einmalige Anschlussgebühr. Wie hoch ist diese Gebühr? Heute haben wir eine Aktion, die Gebühr entfällt. Das ist ein gutes Angebot. Ich muss prüfen, ob die Leitung verfügbar ist. Die Adresse ist Gartenstraße 15. Ja, dort ist Glasfaser möglich. Wann wird das Internet freigeschaltet? In etwa 10 Tagen kommt ein Techniker vorbei. Muss ich den ganzen Tag zu Hause warten? Er kommt in einem Zeitfenster von 4 Stunden. Erhalte ich vorher einen Anruf? Sie bekommen eine Bestätigung mit dem genauen Termin. Was passiert, wenn der Techniker nicht kommt? Das passiert selten, aber dann rufen Sie uns an. Gut. Welche Dokumente brauchen Sie von mir? Ich brauche Ihren Ausweis und Ihre Bankverbindung. Hier ist mein Ausweis und meine IBAN. Danke. Unterschreiben Sie bitte hier auf dem Tablet. Erhalte ich die Vertragsunterlagen per Post? Ich schicke sie Ihnen sofort per E-Mail zu. Kann ich das WLAN sofort nutzen, wenn der Router da ist? Ja, sobald der Techniker die Leitung freigeschaltet hat. Das klingt unkompliziert. Vielen Dank. Gerne. Willkommen als neue Kundin. Auf Wiedersehen. Einen schönen Tag noch.